Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch. Und zwar wollen wir, also Bea und ich, euch heute mal ein bisschen erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, dass Bea Teil von unserer Familie geworden ist. Wenn euch das also interessiert, dann viel Spaß und bleibt dran. Beas Geschichte hat eigentlich angefangen an ihrem Geburtstag tatsächlich. Wir haben, also Max und ich haben uns ganz lange Gedanken gemacht, ob wir überhaupt bereit für einen Hund sind, ob wir uns darüber im Klaren sind, was das heißt, einen Hund zu haben und den Hund vor allem auch überall dabei zu haben. Und so ungefähr nach einem Jahr an Überlegungen haben wir dann beschlossen, wir glauben, wir sind bereit und ja, haben uns auf die Suche nach unserem idealen Begleiter gemacht und haben dann auch natürlich uns vorher schon über Rassen informiert und sind da schon auf den Beagle gekommen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen uns einfach mal konkreter Richtung Beagle informieren. Und ich sage das ganz bewusst dazu, weil wir dann beim ABC Beagle Club angerufen haben. Den gibt es in Österreich. Das ist so ein Verzeichnis, wo eben ganz unterschiedliche Züchterinnen und Züchter verzeichnet sind, aber auch ganz viele andere Informationen rund um das Thema Beagle. Und wir dachten uns, das ist doch die ideale Anlaufstelle, um einfach mal anzurufen und zu fragen, wie es denn mit einem Beagle so ist, ob es jemanden gibt, mit dem wir sprechen können, vielleicht Züchterinnen und Züchter, wo wir einfach mal herausfinden können, wie es denn so ist mit einem Beagle. Und diese Dame am Telefon war super lieb und hat uns dann erzählt, dass es einen Wurf gab über Nacht in der Steiermark in Österreich. Und wir haben uns dann gedacht, alles klar. Sie hat nämlich gesagt, es gibt da irgendwie noch ein bisschen Komplikationen. Es sind mehr Welpen als erwartet und ein Welpe, da ist irgendwas, aber sie weiß jetzt auch nicht genau und wir sollen einfach mal anrufen und fragen. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir machen das. Bea, was machst du? Deswegen haben wir dort einfach mal angerufen und uns gedacht, wir fragen einfach mal nach, was denn da Sache ist. Wir haben dann dort angerufen bei dieser Züchterin in der Steiermark und haben dann mit ihr telefoniert und Folgendes erfahren. Ja, es sind quasi 9 Welpen zur Welt gekommen. 2 davon sind leider bei der Geburt verstorben, was ja auch immer wieder mal passieren kann. Und 6 davon hatten schon einen Besitzer oder eine Besitzerin und dann gab es eben noch Nummer 7. Das war Bea. Und Nummer 7 hatte noch keine Besitzerin oder Besitzer, also noch kein Zuhause. Und das war aber nicht das Einzige, denn die Züchterin hat uns dann erklärt, dass dieser 7. Welpe erstmal ein Weibchen ist, also ein weiblicher Hund. Und das haben wir dann nicht verstanden, aber offenbar ist es so, dass ganz viele keinen weiblichen Hund wollen, weil weibliche Hunde eben auch einen Zyklus haben und auch menstruieren. Und das haben wir schon mal gar nicht verstanden. Wir hatten uns da vorher gar nicht so die Gedanken drum gemacht, ob wir jetzt Männchen oder Weibchen wollen. Genau, und dann hat sie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Weibchen, damit muss man zurechtkommen. Das war für uns mal überhaupt kein Problem. Und dann hat sie gesagt, der Hund hat eine Gaumenspalte. Und das war für uns der Moment, wo wir uns gedacht haben, okay, was ist eine Gaumenspalte? Wir haben dann, also sie hat uns dann alles erzählt, der Welpe hat eine Gaumenspalte, man kann jetzt noch gar nicht sagen, ob der Welpe überhaupt überleben wird. Sie wird sich auf jeden Fall um den Welpen kümmern und wird auf jeden Fall versuchen, alles dafür zu geben, dass der Welpe über die Runden kommt und am Leben bleibt. Wir sind dann so verblieben, dass wir uns mal Gedanken machen und informieren und sie uns am Laufenden hält und auch Fotos schickt. Dann ist das erste Foto gekommen und da war es natürlich dann schon um uns geschehen. Ich kann es euch mal hier einblenden. Das war das erste Foto, das wir damals von Bea gesehen haben und bekommen haben. Und da war es für uns auch so, dass wir halt überhaupt nicht gesehen haben, was das Problem ist. Wir haben einfach diese Gaumenspalte nicht gesehen. Jetzt im Nachhinein, da wir halt uns auch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wissen wir natürlich, wie die Gaumenspalte aussieht und können das natürlich auch am Foto nachvollziehen, dass man das sehr wohl schon sehen kann bei diesen jungen Welpen, wenn irgendwie was bei der Nase nicht stimmt. Wir haben uns dann ganz viel versucht zu informieren und haben extrem wenig gefunden. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir das alles hier machen. Wir wollen Beas Geschichte erzählen, weil wir damals in der Situation waren und nicht gewusst haben, worauf wir uns einlassen. Wir haben versucht, Fotos zu finden auf Instagram, im Internet und hatten dann ein paar sehr, sehr krasse Fälle gefunden. Und dann haben wir natürlich überlegt, oh wow, okay, der Hund wird schon sehr anders aussehen. Also es kann natürlich sein, vielleicht braucht der Hund eine Notoperation. Das konnte man alles
alles zu diesem anfänglichen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber wir waren uns sicher, dass wir uns auf jeden Fall ernsthaft Gedanken darüber machen wollen, ob wir das schaffen. Wir haben dann ungefähr 2 Tage später, also am 3. Tag von Beas Leben, erfahren, dass Bea eine Operation bekommt, eine Quasi-Notoperation. Sie hat nämlich eben durch ihre Gaumenspalte nicht genug Flüssigkeit zu sich nehmen können. Und deswegen hatte der Tierarzt diese Operation durchgeführt mit, die war schon sehr aufwendig, also auch mit Narkose, und haben dann versucht, diese Lippen-Gaumenspalte etwas zu schließen. Und Gott sei Dank war diese Operation ein Erfolg, weil das war schon so, einen so kleinen Welpen so stark und krass mit Narkose zu operieren, ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass das gut funktioniert. Aber Bea hat es geschafft. Sie hat die Operation gut überstanden und das Allerwichtigste ist, sie konnte auch gut trinken und dann Nahrung aufnehmen und immer stärker werden. Sie hat uns auch immer Videos geschickt und uns auch immer darüber berichtet, ob sie gut an Gewicht zunimmt. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns noch gar nicht fix entschieden, sie zu nehmen, aber wir waren einfach im direkten Kontakt. Die Züchterin hat auch gemeint, wenn wir sie nicht nehmen, würde sie wahrscheinlich selbst behalten, obwohl das eigentlich nicht in Frage kommt, weil sie schon 2 Hunde hat. Und dann war es soweit, dass wir das erste Mal persönlich hingefahren sind und persönlich Bea kennengelernt haben und auch die Züchterin. Und das war für uns ein so magisches Erlebnis. Das war so schön. Wir haben nämlich dann alle Welpen kennengelernt. Wir haben gesehen, wo Bea die ersten Tage und Wochen aufgewachsen ist. Wir haben ganz viel mit der Züchterin gesprochen, vor allem rund um das Thema eben Gaumenspalte und allgemein. Wir wollten uns ja eigentlich ursprünglich nur über den Beagle genauer informieren und wir wussten halt auch gar nicht, ob wir schon bereit sind, so um jetzt quasi dann einen Welpen nach Hause mitzunehmen. Ja, und auch zeitlich hat es aber grundsätzlich auch gut gepasst. Dann war es einfach um uns geschehen. Wir haben diese Zeit ganz intensiv genutzt, um wirklich alle Eventualitäten zu besprechen. Was könnte noch passieren? Weil als einfach zu diesem Zeitpunkt niemand genau wusste, was Sache ist. Und niemand konnte wissen, wie sich Beas Gaumenspalte entwickelt, wie sie damit leben kann, wie sie ihr Leben damit meistert. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist alles gut gelaufen. Und dann haben wir uns entschieden und haben gesagt, wir wollen Bea in unsere Familie aufnehmen und wir wollen Bea mit zu uns nach Hause nehmen. Das war ein super wichtiger und super schöner Moment. Das war für uns auch so das Zeichen. Wir haben einfach gewusst, das passt einfach und wir wissen, dass Bea mit einer Herausforderung kommt. Wir wissen, dass sie eine Gaumenspalte hat. Wir wussten auch ganz genau, worauf wir uns einlassen und wir haben gerade deswegen diese Entscheidung bewusst getroffen. Und dann war es soweit, dass wir nach ganz vielen weiteren Fotos, Tierarztbesuchen Bea endlich abholen konnten. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Das würde dann zu weit gehen, aber im nächsten Video erzählen wir euch auf jeden Fall, wie wir Bea nach Hause geholt haben und wie so die ersten Tage und Momente waren. Das ist echt ultimativ krass gewesen für uns beide. Das war, richtig verrückt. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Auf jeden Fall war das so der Weg, ich würde mal sagen, wie Bea uns gefunden hat, eindeutig, weil es war einfach, man kann es sehen, wie man es will, für uns war es einfach Schicksal. Wir haben genau an dem Tag angerufen, an dem Bea geboren wurde. Sie konnte keinen anderen Platz finden, die Züchterin hat auch andere Leute von der Warteliste gefragt, ob sie diesen Welpen wollen und die haben alle Nein gesagt, weil sie halt diesen perfekten Beagle wollten und diese Erwartung hatten wir halt nicht, weil wir vorher uns gar nicht so genau Gedanken darüber gemacht haben, welchen Hund wir denn dann im Endeffekt bekommen werden. So. Und wir haben auch ganz oft darüber nachgedacht, einen Hund aus dem Tierheim zu adoptieren und für uns war das dann so die perfekte Kombination von, wir haben einen Beagle, der uns vom Charakter und von den Eigenschaften extrem zusagt und wir haben aber auch einem Hund, einfach einem Hund in Not ein Zuhause geschenkt und
Ja, im besten Fall, sage ich jetzt mal, für uns war es so, dass Bea keine Operation mehr gebraucht hat. Sie kann super mit ihrer Gaumenspalte leben, sie kann einwandfrei essen und trinken. Ich meine, sie verliert schon oft viel Wasser, wenn sie trinkt, aber das macht jeder Hund. Und ja, sie ist super fröhlich, sie spielt und das sind immer unsere Sachen, die wir einfach sicher gehen und dann wissen wir, dass es Bea gut geht. Ihr seht selbst, sie ist sehr in sich ruhend und ein super, super glücklicher Hund. Zumindest soweit wir das beurteilen können. Wir geben auf jeden Fall jeden Tag unser Bestes, um Bea das beste Leben, das irgendwie möglich ist, zu erschaffen. Und ja, sind sehr, sehr happy mit der Entscheidung und so sehr happy, wie es für uns gelaufen ist. Manchmal muss man einfach auch Vertrauen haben in das, dass der richtige Hund auch einen findet und das haben wir getan und sind super, super froh, dass es wirklich so gekommen ist. Das war's mit unserem Video für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir freuen uns sehr. Schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu eurem Hund gekommen seid. Und Bea und ich sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Bye!